Es ist soweit, die Brabus 1300R Edition 23 ist da. Es ist das zweite Mal, dass wir ein Motorrad auf den Markt bringen, nachdem wir ziemlich genau vor einem Jahr im Februar gemeinsam mit KTM unsere Kooperation gestartet haben. Ich freue mich total, weil es sich sehr deutlich entwickelt hat in vielen schönen Details. Wir sprechen heute darüber, was gleich geblieben ist. Wir sprechen darüber, was sich weiterentwickelt hat. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit unserem CTO Jörn Gander. Hallo Jörn. Hallo Konstantin. Schönes Bike, schönes Motorrad, Edition 23, der 1300R. Das zweite Jahr unserer Motorradreise und weiterhin ist es spannend. Es sind ja genauer gesagt nicht ein Motorrad, sondern zwei Motorräder. Die Basis ist weiterhin die absolut sensationelle KTM Super Duke 1290R Evo. Gib uns mal die Fakten. V2-Motor, 1300 Kubik, 180 PS, 140 Newtonmeter, Topspeed 270 Stundenkilometer. Alles an elektronischen Fahrhilfen, was man heutzutage von so einem Motorrad erwartet. Traktionskontrolle, Cornering ABS, 6 verschiedene Fahrprogramme, elektrisch verstellbares Fahrwerk, elektrischen Preload. Also alles Feature, die uns wie in 22 auch in diesem Jahr dazu bewogen haben, diese technische Basis zu wählen. Genau wie in 22 haben wir diesmal ja zwei verschiedene Farbvarianten dabei und irgendwie erinnert mich das Ganze an viele Brabus Supercars der letzten Jahre. Was sind die Varianten und warum? Da haben wir zum einen die Super Black Variante und einmal die in Stealth Grey. Zwei Farbkonzepte, die wir bei den Rocket-Präsentationen immer auch so hatten und deshalb haben wir das Thema hier auch aufgegriffen. Auf den ersten Blick ist es immer noch die Brabus 1300R, aber im Detail hat sich eine ganze Menge verändert. Ihr habt viele Gedanken reingesteckt und es ist eine klare Evolution des Bikes. Lass uns doch von vorne bis hinten mal durchgehen. Wir haben zum einen die Lampenmaske noch mal überarbeitet in vielen Details, das heißt Power Domes eingebracht oben in das Carbonbauteil, den Carbonumfang an der Seite noch mal mit zusätzlichen Applikationen erhöht, indem wir zusätzliche seitliche Akzente in Carbon angebracht haben. Wir haben das neue Steppmuster in Crest, sehr typisches Rocket-Muster. Wir haben das Aufsatzteil für das Heck, das gerade hier bei der Stealth Grey-Version das Heck noch mal wirklich sehr schön akzentuiert. Wir haben die neuen Außenspiegel, die mehr Einstellmöglichkeiten bieten, was auch der Fahrsicherheit nochmal sehr zuträglich ist. Und zusätzlich natürlich auch wieder mal wunderschöne Schmiederäder, die Brabus Black Platinum Version der Monoblock Z. Also wirklich tolle Felge, tolles Gesamtprojekt und jedes Bauteil nochmal deutlich überarbeitet und im Detail wirklich viel Arbeit reingesteckt. Technisch finde ich, es ist ein tolles Bike geworden. Aber du weißt ja, ich habe irgendwie das typische Brabus-Gen. Und bei mir muss am Ende, egal was es an Farben gibt, alles schwarz sein. Lass uns doch mal zur Super Black rübergehen und ein bisschen über Design reden. Ja, ist nicht ganz unüberraschend, ne, dass wir jetzt hier am schwarzen Motorrad stehen. Ich glaube, das ist genetisch. Aber mal im Ernst, zwei tolle Farbvarianten. Die beiden natürlich, und deshalb wählen wir ja und haben immer wieder Grau und Schwarz gewählt, weil es in den Brabus Markenkern passt und weil wir eben immer monochrom unterwegs sind. Und ich finde auch hier, genau wie bei den Rocket-Varianten der letzten Jahre, bieten dir die Farben Grau und Schwarz am Ende zwei völlig unterschiedliche Bikes an. Wenn du Grau wählst, bekommst du ein Bike, das wirklich viel mehr die einzelnen Anbauteile erkennen lässt. Und wenn du das schwarze Bike wählst, dann bekommst du Black, Mean, Badass, Brabus 1300R, die Super Black Variante. Ich finde besonders schön, wie Lack und Carbon ineinander übergehen. Ich finde schön, dass sich auch der Rahmen wirklich nahtlos in das gesamte Design einfügt, dass sich bei der schwarzen auch eben Displays, Schalter, alles was an Bauteilen an dem Motorrad ist, wirklich nahtlos einfügt. Dass der Reifen sich nahtlos einfügt. Also für mich ist es am Ende immer Super Black, aber wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden und dafür haben wir ja auch zwei Farbvarianten gemacht. Die Brabus 1300R geht in die nächste Runde mit der Edition 23 und zwei tollen Farbvarianten, Stealth Grey, Super Black, beides sensationelle Naked Bikes.